Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch leicht gemacht. Heute sprechen wir darüber, warum es oft schwerfällt, frei Deutsch zu sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine Folge zu verpassen. Weißt du, viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen, wenn sie Deutsch sprechen. Ich glaube, das ist oft das größte Hindernis beim Lernen. Ja, das stimmt. Aber warum ist das so? Warum haben wir so viel Angst davor, Fehler zu machen? Vielleicht, weil wir uns blamieren könnten. Niemand möchte vor anderen schlecht aussehen, oder? Aber ist das wirklich so schlimm? Eigentlich nicht. Fehler sind doch nur ein Teil des Lernprozesses. Ohne sie könnten wir nicht besser werden. Es ist wichtig, das zu akzeptieren. Genau, wenn wir Kinder beim Lernen beobachten, sehen wir, dass sie keine Angst haben, Fehler zu machen. Sie probieren einfach alles aus. Das sollten wir auch tun. Stimmt. Kinder lernen so schnell, weil sie experimentieren und keine Angst haben, Fehler zu machen. Vielleicht sollten wir von ihnen lernen. Absolut. Und das Schöne ist, dass die meisten Menschen sehr verständnisvoll sind, wenn jemand eine neue Sprache lernt. Sie schätzen die Bemühungen. Ja, oft sind sie sogar beeindruckt, dass man überhaupt eine neue Sprache spricht. Das zeigt viel Mut und Einsatzbereitschaft. Richtig. Und wir sollten uns daran erinnern, dass jeder mal klein angefangen hat. Kein Muttersprachler hat seine Sprache perfekt beherrscht, als er sie lernte. Genau. Und wir können aus unseren Fehlern lernen. Sie helfen uns, unsere Schwächen zu erkennen und daran zu arbeiten. Vielleicht hilft es auch, sich kleine Ziele zu setzen, zum Beispiel jeden Tag ein paar Minuten laut zu sprechen, egal ob man Fehler macht. Eine gute Idee. Und es ist wichtig, sich selbst zu loben, wenn man Fortschritte macht, egal wie klein sie sind. Ja, positive Verstärkung kann Wunder wirken, so bleibt man motiviert und hat mehr Spaß am Lernen. Und vielleicht sollten wir uns auch klar machen, dass Perfektion nicht das Ziel ist. Kommunikation ist das Wichtigste. Genau, solange wir uns ausdrücken können und verstanden werden, haben wir schon viel erreicht. Das ist doch das Hauptziel beim Sprachenlernen. Absolut. Und manchmal entstehen aus Fehlern auch lustige Situationen, die man nie vergisst. Stimmt, diese Momente sind oft die besten Geschichten, die man später erzählen kann. Sie machen das Lernen lebendig und interessant. Also keine Angst vor Fehlern, sondern Mut zur Kommunikation. Das ist der Schlüssel zum Erfolg beim Deutschlernen. Genau. Und denk daran, dass jeder Fehler eine Gelegenheit ist, zu lernen und besser zu werden. Manchmal denke ich, dass wir uns selbst im Weg stehen, weil wir so viel nachdenken, besonders beim Sprechen in einer Fremdsprache. Ja, das kenne ich. Manchmal überlege ich so lange, wie ich einen Satz richtig bilde, dass ich die Gelegenheit zu sprechen verpasse. Genau, wir analysieren oft jedes Wort und machen uns Sorgen, ob es richtig ist. Dabei vergessen wir, dass die Kommunikation im Vordergrund stehen sollte. Vielleicht liegt das daran,
dass wir perfekt sein wollen. Aber Perfektion ist nicht immer nötig, um verstanden zu werden. Richtig. Und oft verstehen Menschen die Botschaft, auch wenn wir nicht jedes Wort korrekt aussprechen. Das ist das Wichtigste. Ja, die Hauptsache ist doch, dass wir uns mitteilen und Gespräche führen. Es geht darum, in Kontakt zu kommen, nicht um Grammatikregeln. Und wenn wir zu viel nachdenken, verlieren wir oft die Spontanität. Das macht das Sprechen schwerer, als es sein muss. Vielleicht hilft es, sich mehr auf das Zuhören zu konzentrieren. Das lenkt die Aufmerksamkeit vom eigenen Denken ab und fördert das Verständnis. Gute Idee. Und wenn wir aktiv zuhören, können wir auch viel von anderen lernen und uns inspirieren lassen. Genau. Das gibt uns die Möglichkeit, neue Wörter und Ausdrücke zu entdecken, die wir dann selbst benutzen können. Und wenn wir uns mit anderen austauschen, merken wir, dass viele ähnliche Herausforderungen haben. Das kann uns Mut machen. Ja, und wir sollten uns daran erinnern, dass Fehler Teil des Lernens sind. Jeder hat mal klein angefangen. Vielleicht hilft es auch, einfach mehr zu üben und dabei mit uns selbst geduldiger zu sein. Übung macht den Meister. Und manchmal hilft es einfach loszulassen und nicht so viel nachzudenken. Einfach sagen, was einem in den Kopf kommt. Ja, und wenn wir uns entspannen, fällt das Sprechen oft leichter. Dann können wir die Sprache genießen und Fortschritte machen. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir dabei sogar neue Seiten an uns selbst. Genau, das Sprachenlernen kann ein Abenteuer sein, wenn wir aufhören, uns selbst so viele Gedanken zu machen. Also einfach sprechen und weniger denken. Das könnte der Schlüssel sein, um fließender zu werden. Und wenn wir uns mal verlaufen, ist das auch in Ordnung. Das gehört zum Lernen dazu und macht uns stärker. Am Ende zählt, dass wir den Mut haben, es zu versuchen und uns dadurch weiterentwickeln. Und dabei sollten wir nicht vergessen, den Spaß am Lernen zu behalten, denn das ist es, was uns motiviert und voranbringt. Welche Tipps habt ihr, um weniger nachzudenken und spontaner in einer Fremdsprache zu sprechen? Es ist faszinierend, wie viel man verstehen kann, ohne selbst viel zu sprechen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mehr aufnehme, als ich ausdrücken kann. Ja, das kenne ich gut. Man hört zu, versteht und erkennt die Zusammenhänge. Aber wenn man selbst sprechen soll, fehlen oft die richtigen Worte. Oft habe ich den Eindruck, dass das Verstehen auf einer tieferen Ebene stattfindet. Man nimmt Gestik, Mimik und Tonfall wahr und versteht mehr, als Worte sagen können. Absolut. Und gerade bei Sprachen ist das Zuhören so entscheidend. Es ist erstaunlich, wie viel man durch bloßes Zuhören lernen kann, ohne aktiv zu sprechen. Dennoch bleibt das Sprechen eine Herausforderung. Manchmal habe ich Angst, dass ich die falschen Wörter benutze oder mein Akzent zu stark ist. Aber genau das ist der Punkt. Wir sollten uns nicht davon abhalten lassen zu sprechen. Fehler sind normal und jeder macht sie.
stimmt. Es hilft, sich daran zu erinnern, dass die meisten Menschen sehr verständnisvoll sind. Sie wissen, dass man lernt und unterstützen einen oft. Vielleicht sollten wir uns mehr auf die positiven Reaktionen konzentrieren, die wir erhalten. Das kann uns helfen, die Angst zu überwinden. Und sich daran zu erinnern, dass Verständigung mehr ist als nur Worte. Es ist die Verbindung zwischen Menschen, die zählt. Genau. Wenn wir uns trauen, mehr zu sprechen, wird das Verstehen auch noch besser. Es ist wie ein Kreislauf, der sich stetig verbessert. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, die Sprache zu üben, sei es im Alltag, beim Einkaufen oder in der Freizeit. Jede Gelegenheit zählt. Absolut. Und manchmal hilft es, sich selbst kleine Herausforderungen zu setzen, um aus der Komfortzone herauszukommen. Vielleicht sollten wir uns auch mehr auf das konzentrieren, was wir bereits können, anstatt auf das, was noch nicht perfekt ist. Das ist ein guter Ansatz. Sich über kleine Fortschritte zu freuen, kann motivierend sein und die Freude am Lernen fördern. Und am Ende geht es doch darum, die Sprache zu leben und zu erleben, nicht wahr? Das macht das Ganze authentisch und spannend. Ja, das ist der Schlüssel. Je mehr wir uns trauen, desto mehr wachsen wir über uns hinaus und entdecken die Freude am Sprechen. Und das Wichtigste ist, niemals aufzugeben, auch wenn es manchmal langsam geht, jeder Schritt bringt uns weiter. Lassen wir uns von der Neugier leiten und genießen wir die Reise. Denn das macht das Sprachenlernen zu etwas Besonderem. Genau. Und wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann diejenigen, die anderen beim Lernen helfen können. Das wäre schön. Am Ende zählt, dass wir die Sprache mit Herz und Offenheit sprechen. Was sind eure größten Herausforderungen, wenn ihr eine neue Sprache sprecht, und wie überwindet ihr die Angst davor, Fehler zu machen? Ein schöner Gedanke, anderen beim Lernen zu helfen, aber wie können wir selbst flüssiger sprechen? Es gibt bestimmt Strategien, die uns dabei unterstützen. Absolut. Zunächst ist es wichtig, regelmäßig zu üben. Tägliches Sprechen, auch nur für wenige Minuten, kann schon einen großen Unterschied machen. Das stimmt, aber oft fehlt mir die Gelegenheit oder die Motivation, jeden Tag zu sprechen. Hast du Tipps, wie man das in den Alltag integrieren kann? Ja, man kann versuchen, alltägliche Situationen zu nutzen. Zum Beispiel beim Einkaufen oder beim Bestellen im Restaurant. Einfach mutig sein und die Sprache verwenden. Und wenn man niemanden zum Sprechen hat, was dann? Gibt es Alternativen, um trotzdem zu üben? Natürlich, man kann Selbstgespräche führen oder laut vorlesen. Das trainiert die Aussprache und fördert die Sicherheit beim Sprechen. Gute Ideen. Ich habe auch gehört, dass es hilfreich ist, sich mit Muttersprachlern auszutauschen. Stimmt das? Ja, das ist eine ausgezeichnete Methode. Sprachpartner oder Tandempartner können wertvolle Unterstützung bieten und auf Fehler hinweisen. Das klingt gut, aber was, wenn man niemanden kennt, der die Sprache spricht? Gibt es Online-Möglichkeiten?
Auf jeden Fall, Hi. Es gibt viele Plattformen, auf denen man Sprachpartner finden kann. Oft sind diese kostenlos und bieten eine tolle Möglichkeit zum Üben. Das ist ermutigend. Ich denke, es hilft auch, sich mit Themen zu beschäftigen, die einen interessieren. So bleibt man motiviert. Genau. Wenn man über Themen spricht, die einem am Herzen liegen, fällt das Sprechen leichter und man lernt neue Vokabeln. Und was ist mit dem Hören? Hilft es, Podcasts oder Filme in der Sprache zu schauen? Absolut. Das verbessert das Hörverstehen und man lernt, wie Muttersprachler die Sprache verwenden. Es ist eine gute Ergänzung zum Sprechen. Hast du noch weitere Tipps, um flüssiger zu werden? Was ist mit dem Vokabeltraining? Vokabeln sind wichtig, aber man sollte sie in Kontexten lernen. Sätze bilden und sie aktiv verwenden hilft, sie besser zu behalten. Das macht Sinn. Und wie sieht es mit der Grammatik aus? Sollte man die perfekt beherrschen, um flüssig zu sprechen? Perfektion ist nicht notwendig. Der Fokus sollte auf Kommunikation liegen. Man kann die Grammatik verbessern, während man spricht. Das nimmt den Druck. Vielleicht sollten wir uns mehr auf das Kommunizieren konzentrieren, statt auf Fehler. Genau. Fehler sind Lernchancen. Je öfter man spricht, desto selbstsicherer wird man und die Fehler werden weniger. Danke für die Tipps. Es ist beruhigend zu wissen, dass der Weg zum flüssigen Sprechen nicht perfekt sein muss. Ja, Geduld ist wichtig. Mit der Zeit wird es immer natürlicher und man merkt die Fortschritte. Ich freue mich darauf, diese Strategien auszuprobieren und meinen eigenen Fortschritt zu sehen. Das klingt nach einem guten Plan. Lass uns gemeinsam wachsen und die Freude am Sprechen entdecken. Danke, dass ihr unseren Podcast gehört habt. Wir hoffen, unsere Tipps helfen euch auf eurem Weg zur flüssigen Sprache. Teilt eure Erfahrungen und hinterlasst einen Kommentar mit den Wörtern, die ihr gelernt habt. Wir freuen uns darauf. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch diese Folge gefallen hat. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Die Gestik. Die Gestik unterstützt die Kommunikation. Mit der Gestik kann man viel ausdrücken. Der Akzent. Ein Akzent zeigt oft die Herkunft einer Person. Manchmal erschwert ein Akzent das Verstehen. Der Kreislauf. Ein Kreislauf wiederholt sich immer wieder. Beim Lernen entsteht oft ein Kreislauf aus Hören und Sprechen. Die Aussprache. Die Aussprache ist beim Sprachenlernen sehr wichtig. Eine gute Aussprache hilft beim Verstandenwerden. Der Sprachpartner. Ein Sprachpartner ist beim Lernen sehr hilfreich. Mit einem Sprachpartner spricht man regelmäßiger.